Wie viel kostet ein neues Rig? 10.000. 10.000 Euro. Hast du eine Versicherung? Ich habe immer gesagt, Versicherungen sind etwas für Weicheier. Ja, hallo? Ist gerade ganz schlecht. Kann ich in einer Stunde nochmal anrufen? Ich dachte, ihr habt das Ganze hinter mir. Ich bin ja eigentlich nicht mehr in diesem Geschäft. Aber naja, das passt mir jetzt gerade ganz gut. Ich würde fast sagen, ein guter Zufall. Ich bin in nächster Zeit gerade frei. Was? Wann soll es losgehen? Lohnt es sich denn? Nein, ich kann nicht gleich kommen. Ich brauche schon etwa eine Woche. Na gut, sagen wir 4 Tage. Natürlich bin ich dazu in der Lage. Nein, ich bin nicht zu alt dafür. Ich bin völlig fit. Wie, was soll das heißen? Mein Stil ist halt nicht mehr angesagt. Können Sie mir damit helfen? Was heißt das? Pirogen, Omelette, Gorki. Das Buch, das Sie da lesen, das sieht ja recht trocken aus. Es ist spannend. Es geht um die Zeit, von der man immer dachte, sie rauscht an einem vorbei in die Vergangenheit. Ich muss jetzt davon ausgehen, dass gar nichts mehr vergeht, sondern alles da bleibt. Aufgeschichtet wie in einer Gesteinsformation. Was geschehen ist, trägt das Geschehen oder steht ihm im Weg. Wie aufregend ist denn Ihre Welt? Ich bin unterwegs. Ich fahre. Eigentlich wollte ich ganz weg. Aber ich tanze, wenn es sein muss. Tango. Letztendlich halte ich mich mehr an Praxis als an Theorie. Theorie, auch was für Sie. Die Zeit macht den Tanz aus.
Der Tanz ist die Formation seiner Epochen. Die Formation lebt. Getanzt werden die Formen der Vergangenheit, auch wenn sie ganz verformt sind. Die Geschichte lebt in der Gegenwart drin, auch wenn niemand das weiß oder wissen will. In der Harmlosigkeit eines Gesellschaftstanzes wie dem Tango lebt der Schrecken der Vergangenheit. Ein verrücktes Weltbild haben Sie da. Vielleicht spannend. Aber bewegt sich in der Wirklichkeit etwas nach diesem Bild? Die Vorstellung kollidiert mit der Idee eines denkenden Individuums, das allein die Realität erkennt und formt. Mit dieser Idee, die den Naturwissenschaften zugrunde liegt, sich von den Geisteswissenschaften abheben. Die Psychoanalyse, die Philosophie haben den Einzelnen anders in die Welt gebettet, allerdings nicht als ihr Herrscher. Es ist erschreckend, wie er Mächten unterworfen ist und von ihnen bewegt wird. Dem Tango. Der Tango, nehme ich mal an, inszeniert eine Unterwerfung zwischen den evidenten Akteuren. Die Tänzer haben sich der Form unterworfen. Das Individuum täuscht sich über seine Souveränität, die in Wirklichkeit durch die vorgegebene Vielfalt seiner Ausdrucksmöglichkeiten eng begrenzt ist. Als Souverän in dieser Welt erweist sich seine Gemeinde, die die Tradition trägt und überwacht. Sie prägt als eine Art Kult die Wahrnehmung wie die Praxis. Indem der Begriff das eigene Selbst des Gegenstandes ist, das sich als Seinwerden darstellt, ist es. Das ist wohl das begreifende Denken. Nicht ein ruhendes Subjekt, das unbewegt die Akzidenzen trägt, sondern das sich bewegende und seine Bestimmungen in sich zurücknehmende Begriff. In dieser Bewegung geht jedes ruhende Subjekt selbst zugrunde. Wir müssen überzeugt sein, dass das Wahre die Natur hat, durchzudrängen, in seine Zeit gekommen, und dass es nur erscheint, wenn diese gekommen, deswegen nie zu früh erscheint, noch ein unreifes Publikum findet. Auch das Individuum dieses Effekts bedarf, um das, was noch seine einsame Sache ist, daran sich zu bewähren und die Überzeugung, die nur erst der Besonderheit angehört, als etwas Allgemeines zu erfahren. Der Sportler kann vorkommen zum Mitschleusen. Sportler, bitte vorkommen. Die Erfahrung, welche das Bewusstsein über sich macht, kann ihren Begriffe nach nichts weniger in sich begreifen
als das ganze System desselben oder das ganze Reich der Wahrheit des Geistes, wodurch die Momente des ganzen Gestalten des Bewusstseins sind. Du musst mir gar nichts erzählen. Lassen wir diesen Teil einfach weg. Ich brauche gerade etwas Geld. Gib mir einfach einen Huni und bring mich nach Hause. Dann machen wir jetzt uns eine Stunde nett. Machen wir das? Dass Sie an mich gedacht haben. Ich bin soweit einverstanden mit Ihrem Angebot. Aber war es das letzte Mal nicht etwas mehr gewesen? Die Audition ist also am Samstag. Mein Partner weiß Bescheid. Er wird auf jeden Fall da sein. Das ist jetzt nicht so interessant, wo du gerade mit deinem Boot hängst. Du bist Tänzer, du willst Geld verdienen. Also musst du auch pünktlich sein. Wehe, du lässt mich am Samstag hängen. So, du hast da draußen in der Pampa einen Tänzer getroffen. Hast du ihn wieder mit deinen Theorien zugetextet? Was meinst du? Wie viel hat er davon verstanden? Ich zeig dir jetzt, wo du arbeiten musst. Häuser. Das ist Sulema. Ah, hallo. Wie war's beim Chef? Es war so, wie man es erwarten wollte.
Hola, ma. Sí, yo soy. ¿Cómo estás? Sí, estoy acá esperando. No, normal. No, hay un chico más acá. Sí. Te digo cómo fue. Te digo, sí. Lo que pasa es que no puedo hablar mucho. Y poquita la gente acá, sí. Está bien. Ok, listo. Ich bin eigentlich Publizist, aber als Freund des Hauses hier. Ich heiße Rudolf. Ja, Albert Luisa. Hallo. Meine Assistentin kennen Sie ja schon. Wollen Sie sich noch umziehen oder in dieser Kleidung tanzen? Ich muss erstmal zugeben. Sie sehen ja erstmal mich selbst. Ich soll mir meine Partnerin also nur vorstellen und alleine losgehen. Ja, bitte, toben Sie sich aus. Ich würde es lieber mit Ihrer Assistentin da versuchen. Auch wenn sie nicht einmal Tango getanzt hat in ihrem Leben. Also, du läufst? Schön. Gut, wir werden dann soweit, bitte. Entschuldigung, sind wir hier richtig? Sind wir schon dran? Sollen wir mit dem Solisten da tanzen? Wer ist das jetzt? Walter, Das ist die Rede. Also jetzt möchte ich mal richtigen Tango sehen, ja. Mit der Dame aufs Kreuz legen und so. Oder brauchen Sie dafür eine Rose zwischen den Zähnen? Ich sehe, Sie verstehen was von Tango. Ja, erzählen Sie mir, was Tango ist. Hören Sie das? Das ist Sand auf dem Boden. Da kann man ausrutschen.
Ja, also, jetzt möchte ich mal von Ihnen hören. Wen von den beiden finden Sie denn jetzt besser? Die erste, ja. Irene hat mich auf mindestens eine Armlänge Abstand gehalten. Ich dachte, die beiden kannten sich schon lange. Ich weiß nicht, was sie für ein Problem mit mir hat. Ich habe doch geduscht. Frische Klamotten und so. Um diese Tageszeit habe ich nicht mal eine Schnapsfahne. Was meinen Sie? Also aus meiner Sicht brauche ich natürlich für diese Kunst auch ein Publikum. Ich muss natürlich vorher wissen, ja, was gut ist. Ich brauche dieses intensive Gefühl von Wahrheit und von Schönheit, ja, bei dieser Performance hier. Also das zweite Paar ist besser, nicht wahr? Ist Balder schon da? Du weißt schon, wer mit dem ich tanzen soll. Ja, hallo? Aus der Garderobe. Ich bin beim Aufwärmen. Weißt du, wie spät es ist? Wir sind ja zu einem Gespräch verabredet. Ich nehme an, Sie haben nichts dagegen, dass ich das aufzeichne. Anschließend würde ich gerne noch ein paar Filmaufnahmen machen, Fotos. Sie haben bestimmt eine tolle Ausbildung. Wie verträgt sich das eigentlich? Eine klassische Ballettausbildung mit so etwas Profanem wie Tango-Tanzen. Verfolgen Sie Ihre Ballettkarriere noch weiter? Ich meine, haben Sie da noch Engagements? Oder sind Sie inzwischen zu alt dafür? Es muss wehtun, was Sie da machen. Wozu machen Sie das? Müssen Sie sich für irgendetwas bestrafen? Was bedeutet Ihnen der körperliche Kontakt zu Ihrem Tanzpartner? Erregt Sie das? Ich glaube nicht, dass ich besonders schamhaft bin. Wissen Sie, ich bin Tänzerin, da hat man so ein Verhältnis zum eigenen Körper. Man ist es gewöhnt, die körperliche Arbeit und das Sexuelle voneinander zu trennen. Machen Sie ja nicht die ganze Zeit mit Ihrem Bein. Ich bin ganz bei Ihnen. Ich mache gar nichts. Dieses Programm hier läuft von ganz selbst. Wo ich das gelernt habe, ich habe eine Tanzausbildung. Training, seit ich ein kleines Mädchen war. Dann die Palukka-Schule. Den Tango hat man dann schnell noch dazu gelernt. Der Rest, oder vielleicht die Hauptsache, ist die Praxis. Das Zusammenspiel mit ihm und der Musik. Nein, es gibt kein hartes Training im Tango. Es kann einmal warm werden. Es kann mal wehtun. Aber hart ist nur das Tänzertraining für alle Profis. Die wollen ja fit bleiben. Doch, Arbeit, viel Arbeit. An den Choreos. Sonst hat man ja nichts zum Vorzeigen. Schuss.
Wie lange willst du noch so weitermachen? Du bist die ganze Zeit mit dir selbst beschäftigt. Hey, ich verführe dich. Aber tanzt auch mal mit mir? Wir haben Zeit, wir müssen nirgendwo hin. Wir leisten nichts. Wir müssen nur schön sein. Der gut gesetzte Schritt allein ist schön. Du fühlst das irgendwie nicht gut. Du findest nie den Punkt, wo du wirklich sicher stehst. Und wozu brauchen wir das überhaupt? Ich will, dass wir diese Stelle nochmal üben. Das kriegen wir sonst nie hin. Eigentlich würdest du lieber mit Annemarie tanzen, nur weil sie einen runderen Hintern hat. Du hast sie gestern Abend nochmal aufgefordert. Das wäre wirklich nicht nötig gewesen. Sie hat sich schon für den Workshop angemeldet. Warum wohl? Die will doch was von dir. Die Frage ist doch, warum haben wir diesen Job überhaupt gekriegt? Loisa mag uns. Mir scheint, dieser Loisa will etwas von dir. Der zahlt doch soweit ganz vernünftig. Aber er hat sich nie interessiert, wie wir tanzen. Er hat sich immer nur für deine Figur interessiert. Und dann dieser Journalist, wie der dich einseift. Du hast doch kaum noch Zeit, dich um unseren Job zu kümmern. Ich muss schon sagen, der hat einen gewissen Charme, der dir einfach fehlt. Du musst doch wissen, dass jede Frau gern mal ein nettes Wort hört. Da kommt nie etwas von dir. Der weiß, wie man mit Frauen umgehen muss. Komm jetzt bitte nicht so. Ich muss dir zu deinem großen Auftritt verhelfen. Ich muss dich führen, dich anhimmeln. Zwischendurch könntest du dich mal wieder ein Stück führen lassen. Wir machen immer noch Paartanz. Nicht Pas de deux. Wahrscheinlich warst du bereits gestern Abend in seinem Büro. Gut. Mach, was du für richtig hältst. Aber wie muss ich mich dabei fühlen? Am Ende bin ich nur Fassade für Geschäfte, die da im Hintergrund ablaufen. Aber warum soll da einer noch mitmachen? Ich spiele immer mit dem Gedanken, mich ganz aus mir hinaus zu verziehen. Was tut der Mensch, wenn er die Welt doch nicht erkennt und gestaltet? Er träumt den ganzen Tag. Er wünscht. Er begehrt. Als Träumer verdichtet, verschiebt und verformt er sein Material. Auch sein Gedankenmaterial. Er ist durch sein Begehren an die Welt gekettet. Was treibt wohl die Leute zum Tanzen an, wenn sie keine Kontrolle über ihre Schritte haben? Sie unterwerfen sich dem Kanon der Formen, weil sie etwas erwarten. An der Oberfläche erscheint der Tanzpartner als Gegenstand des Begehrens. Oder es richtet sich auf die Schönheit, die Fremde, die eigene, die absolute. Der Paartanz ist eine Verdichtung von Dimensionen des Begehrens und eine Verschiebung. Was kommt da zusammen? Welches Verbot wird umgangen? Tango wäre so auf dem Weg zu einem Kunstbegriff. Er ist nicht aus der Abstraktion von Mann und Frau zu verstehen.
Ein Reiz, eine Verstärkung kommt aus der Gesellschaft, der Geschichte. Hallo? Nein, es hat nichts mit Erotik zu tun. Auch wenn wir manchmal etwas stillstehen, plane ich unsere nächsten Schritte oder sowas. Ich weiß nicht warum. Wir machen es halt so. Etwas vorführen? Am besten wir sehen uns ein paar Videos an. Dann wird es voll aufgedonnert. Und es ist alles so, wie es sein muss. Also nein, das kann man heute nicht mehr so machen. Aber doch. Es gehört einfach dazu. Wenn es einmal so gemacht wurde. Nein, es ist zu wenig improvisiert. Eigentlich tanzen wir kein Tango, sondern wir spielen Tango-Tanzen. Die Leute wollen, dass ich ihr so streng ins Gesicht schaue. Vielleicht möchte ich sie lieber auslachen in dem Moment. Aber es kommt bestimmt nicht so gut rüber. Hoppla. Gut gesehen. Die Sprünge und großen Posen kommen nicht aus dem Tango, sondern aus dem Ballett. Und einige Verrenkungen aus dem Modernen. Tango ist dabei nur der Hut, den er trägt. Das Klischee verbindet ja den Tango-Tänzer mit dem Zuhälter. Da ist was dran. Jedenfalls auf der Bühne versuchen sie, die Partnerin so lecker wie möglich zu präsentieren. Sie versuchen, die Leute richtig scharf zu machen auf sie. Schon seltsam, dass die Leute uns als Liebespaar sehen wollen. Er ist grotesk, brutal und hinterhältig. Er zelebriert die Unterwerfung. Ein Albtraum. Im Traum bringen wir den Schrecken hervor, weil etwas anderes unerträglich wäre. Oder das Schöne nicht zugelassen ist. Er ist ebenso mit dem Begehren verknüpft wie mit den Verboten. Wir müssen mit den Versagungen irgendwie umgehen können. Ja, Tango ist bestimmt nicht Friede, Freude, Eierkuchen. Er speist sich aus den guten und den schlechten Träumen. Wie SM kultivierte das Erotische von der anderen Seite her. Es soll mehr Glanz erhalten durch die Steigerung des Aspekts der Strafe. Die Erfüllung wird aufgehoben. Dem Glamour folgt das mediokre Elend, der Zweifel an der Potenz. Dieser Tanz bringt Unterwerfung zusammen mit Vereinigung, Täuschungen mit Einfühlung. Er bietet
das Schönste der öffentlichen Betrachtung dar. Darf ich Sie fotografieren? Achtung, Tänzer, noch 10 Minuten bis zum Auftritt. Sie werden abgeholt. Der Zauberer hat angerufen, er steckt auf der Autobahn fest. Wir ziehen die Tanznummer um etwa 22 Minuten vor. Solange wir nicht fertig sind mit Aufwärmen, kommen wir nicht auf die Bühne. Das hätten Sie uns früher sagen müssen. Wenn wir so kalt rausgehen, ist die Show tot. Wir sind zwar Profis, aber wir müssen irgendwie in Stimmung sein, damit wir richtig gut wirken. Eigentlich müssen wir uns die Inspiration zu Hause abholen und direkt auf die Bühne führen. Achtung, an alle Künstler. Es sind noch nicht genügend Zuschauer da. Wir verschieben den Start vorläufig um eine Viertelstunde. Sind Sie die Tango-Tänzer? Ich soll Ihnen sagen, Ihre Garderobe wird gleich von den Musikern belegt. Sie können Ihre Sachen mitnehmen und hinter der Bühne abliegen. Wie stellen Sie sich das vor? Soll ich mir die Haare auf der Bühne machen? Und außerdem muss ich mir die Fußnägel noch lackieren. Und wir brauchen noch eine Rechnung von Ihnen. Dann überweisen wir. Nein, die Mehrwertsteuer können wir nicht zurückholen. Die können Sie nicht draufschlagen. Wir haben noch einen Vertrag. Und denken Sie an die Rechnungsnummer und Steuernummer. Die muss noch mit drauf. Das wird uns sonst nicht anerkannt. Toi, toi. Toi. Ich kann nicht verstehen, dass Tänzer auch Künstler sind. Die meinen, jeder könnte da herumhampeln, wenn er gut frisiert ist und tolle Klamotten hat. Die Tango-Tänzer bitte auf die Bühne. Beeil dich jetzt. Wir schaffen das sonst nie. Hast du gesehen, wie weit es bis nach oben ist? Die Musiker sind da. Die brauchen jetzt den Proberaum. Wer hat das denn so angeordnet? Vamos. 1, 2, 3, ciao. No?
Vamos sind 4-mal, ne? No, el segundo. El segundo con la letra. Mach diesen Arm hier fest. Das ist, als wenn du nicht da wärst. Tanz mit mir. Linda como una flor, era coqueta, bajo la quieta luz de un farol. No, me gusta más la primera, sí. Puede ser más lento al final, ¿no? Un poquito, ¿no? Sí. Ok, pero menos. Ich krieg jetzt einen Krampf im Arm. Zeig mir, wo du lang gehen willst, dann komme ich vielleicht mit. Alle machen das. Ich mache es auch. Ich mache es aber so. Warum eigentlich? Was willst du uns damit sagen? Das hier ist genial. Ich gehe vor, rück oder seitwärts. Und es ist Tango. Es sieht gut aus, elegant. Ich gebe einfach jedem Schritt einen kleinen Ring. Wir gehen und gehen und gehen. Ich bin schon ganz müde vom vielen Gehen. Meinst du, das interessiert irgendjemand? Pass auf. Ich leg dich jetzt so um. Du musst dich nur gerade halten. Dann stell ich dich wieder auf. Aber mach jetzt dein Bein wieder runter auf den Boden. Was soll jetzt das Bein noch weiter in der Luft herumhängen? Willst du es mir um den Hals legen? Vorsicht, du zerrst an meinem Träger. Wenn ich an dir hochspringe, darfst du natürlich nicht umfallen. Ich muss mich irgendwo festhalten können an dir. Ich weiß, dass ich mit diesem Knie aufpassen muss. Wenn du ein wenig mehr Spannung aufbauen würdest, wärst du viel leichter zu tragen. Du bist mir einfach zu schwer. Vielleicht passt dieser Schuhtempo nicht mehr in unsere Zeit. Da steckt doch überall der alte Broadway drin. Wollen junge Leute so etwas nicht sehen? Das Bändchen hier schnürt mir das Blut ab. Irgendwann schlafen mir die Füße ein oder sie werden blau anschwellen. Schau mal, was das für einen roten Abdruck auf der Haut ergibt. Kannst du mir da noch ein Loch reinmachen? Komm ruhig etwas näher hier. Was ist? Hast du ein Problem mit meinem Körper? Ich schwitze. Ich rutsche ab an deiner Haut. Und dann wird mir noch heißer, wenn wir so zusammenkleben.
aufpassen, dass du da nicht so schwabbelig wirst. Das wirkt dann nicht mehr so sexy. Du darfst einfach nicht so viel in dich hineinfuttern miteinander. Ich bitte dich, das sieht man überhaupt nicht unter der Jacke. Wenn wir tanzen, spanne ich alles an und dann ist da nichts mehr. Das muss noch überpudert werden. Wollen wir das wirklich alles so eng tanzen? Wir müssen richtig miteinander verschmelzen, sonst tanzen wir neben der Musik her. Was jetzt? Verstehst du, ich kann auf diesen Schuhen nicht stehen. Ich muss tanzen. Oder... Was wollen Sie denn aufnehmen mit diesem getunten Fotoapparat? Erstens leider nicht Sie und zweitens, das Gerät liefert ziemlich scharfes Footage. Darf ich Ihnen meinen Kameramann Wojtek vorstellen? Was jetzt? Ich dachte, jetzt kommt unser Auftritt. War es das nicht schon mit dem Auftritt? Wir müssen jetzt eigentlich noch in die Maske. Ich brauche noch etwas mehr Kontrast auf dem Gesicht. Wir machen dann schnell noch den Dreh von meinem Porträt. Ich will gerne mit Ihnen weiterarbeiten. Allerdings muss ich mich auf Ihre Pünktlichkeit verlassen können. Wie sieht es eigentlich mit Ihrem Fitnesslevel aus? An alle. Die Aufführung fällt aus. Es wurden zu wenige Tickets verkauft. Lassen Sie uns darüber nachdenken, ob diese Kunst heute noch so in die Zeit passt. Ja, der andere ist gut. Das ist okay. Okay. Wollen Sie mit mir Tango tanzen? Mit mir? Dann zeige ich Ihnen mal was. Darf ich mal hinter mich? Mit dem linken Bein. 2 Schritte nach vorne. Zur Seite. Und dann. Klar? Mit so einer langen Pause? Okay. Erstmal offene Tanzseite. Nach rechts. Jetzt an mir vorbei, genau. Wie ich jetzt rollen. Genau. Warte gar nicht. Fuß wechseln. Wohin geht's? Weiß nicht. Hey, pass auf. Was willst du? Ach komm, halt die Klappe. Was ist los? Ey, hast du los oder was? Echt? Na komm doch nicht. Komm doch her, du Arsch.
Schön, dass du gekommen bist, Annemarie. Ja, ich war eine Weile weg. Ich wollte eigentlich ganz weg. In den nächsten 12 Stunden ist in folgenden Vorhersagegebieten mit Starkwind oder Sturm zu rechnen: Deutsche Bucht, südwestliche Nordsee, Eiselmeer, Fischer, Südseerat, Skagerrak, südöstliche Ostsee, Englischer Kanal Westteil und Englischer Kanal Ostkreis. Die Wetterlage von heute, Freitag. Das hast du ja voll verpatzt.
Das war nicht genau das, was es werden sollte. Warum ist denn im zweiten Teil plötzlich alles schief gelaufen? Wie bist du auf die Idee gekommen, einfach nur einen Schritt weiter zu gehen? Ich hab dir 1000-mal gesagt. Du musst dich führen lassen. Es kann nie etwas werden bei uns. Ich kann ja nur hoffen, dass da niemand wirklich zugeschaut hat. Das ging ja schon mal besser. Das konnten wir schon mal besser. Nein, das hier. Du standest total bescheuert da. Du müsstest das so machen. Ich kann nichts dafür. Es ist so. Es sieht nicht aus, wenn du den Fuß nicht streckst. Die ganze Passage macht keinen Sinn mehr. Warum dann noch weiter tanzen? Du willst die Ballerinen machen. Das Ballett macht es so. Meine Lehrer haben das auch so gemacht. Und die sind schließlich entscheidend. Bist du plötzlich weich geworden. Als wärst du zu Hause und würdest die Platte anstellen. Dann hast du Schwierigkeiten und schon schlägst du die Hand. Du gibst zu früh auf. Schau dich selber an, bevor du mich so runtermachst. Was denkst du, wie du ausgesehen hast? Scheinen uns hier unten vergessen zu haben. Wann kommt wohl die Dame mit dem Geld? Ich habe wieder das Gefühl, alles gegeben zu haben und jetzt ist nichts mehr da. Aber wer will noch eine Tango-Schnese? Egal, ich hätte ja auch für die letzte alte Dame getanzt.
Jeder findet es erst total schick, wenn du ihm sagst, dass du tanzt. Aber eigentlich lachen sie über dich. Das war unser Bootsurlaub damals. Wir hatten eine gute Zeit. Ich bin auch nicht mal lange da. Ich ziehe nach Ibiza. Da wohnt mein Freund. Du hast so viele Frauen in deiner Theaterwelt. Warum küsst du gerade mich? Du könntest jede von ihnen auswählen. Sie bieten sich dir an. In Posen der Liebe. Holst du mich nach der Vorstellung ab? Wir wollen alles in Nahaufnahme sehen. Zwischendurch mal eine Totale, damit klar wird, sie tanzen Tango. Es macht nichts, wenn das Licht zu schwach ist oder wenn was im Weg rumsteht. Die Fantasie des Zuschauers kompensiert das leicht. To jest wszystko całkiem proste, tak? Ja mam wszystko pod kontrolą. Man soll alles sehen. Und mache so, dass wir dabei gut aussehen. Kannst du den Monitor nicht nebenan aufstellen und alles von da an fernsteuern? Das wird alles von Hand gefahren. Wenn du mir auf die Schnelle noch eine Überwachungskamera besorgen kannst. Was verbindet die Welt der Philosophie mit der Theaterwelt? Im Theater muss der Intellektuelle seine Zunge hüten. Die Philosophen wissen aber wenig von dem Theater, das sie aufführen. Sag nicht, dass du nicht auch auf die Bühne willst. Praktisch bist du mir ganz einfach ausgeliefert. Ich mache mit dir, was ich will. Aber es hat nichts mit Erotik zu tun. Wenn du so an die Sache herangehst, gibst du dich als Künstler auf. Man kann sagen, die ganze künstlerische Bemühung ist nutzlos. Du hast als Künstler ein gewisses Ansehen. Als Tango-Tänzer allerdings nicht viel davon. Dabei hast du gar keine Macht über die Kunst. Du stehst nur in einem Prozess, überlässt ihm deinen Körper. Meine Unterwerfung ist ja freiwillig. Und ich sehe, was passiert. Du hast keine Macht über mich.
Aber du weißt nichts von der Unterwerfung, der du dich unterzogen hast. Du siehst nichts. Du siehst nicht, wie du die Verhältnisse einer vergangenen Zeit reproduzierst. Deinem Versuch der Beherrschung fehlt eine aktuelle Grundlage. Die Welt erzählt mit uns ihre Geschichte. Sie ergreift uns wie Puppen und spielt mit uns nach, was vergangen, aber nicht vorbei ist, nur gerade überdeckt. So wie der Körper, wenn er sich aus der Eizelle herausentwickelt, die ganze Millionen Jahre alte Entwicklungsgeschichte nachvollzieht. Das bisschen Geist, das du so stolz in dir trägst, ist eine Instanz einer unvergleichlich größeren Macht. Du glaubst, du verwirklichst jetzt deine kühnsten Träume? Du siehst dich als Revoluzzer in einer Welt von Spießern. Aber Tausende vor dir haben das auch so gemacht. Haben sich so zum Schwein gemacht. Es ist wie wenn du sprichst. Da musst du immer die gegebene Sprache benutzen. Und dann fragt sich, warum denn dasselbe schon wieder gesagt wird. Wer denn durch diese verschiedenen Körper spricht. Du fesselst mich und regst dich auf dabei. Aber um die Weihnachtszeit kannst du bei Karstadt ganz praktisch SM-Utensilien kaufen. L'inconscient et les discours de l'autre. Du willst jetzt die Grenzen überschreiten? Das geht nur deshalb, das macht dich nur an, weil deine Erziehung zum braven Bürger so erfolgreich war. Wenn nicht die Verbote dich beherrschen würden, könntest du dich daran nicht aufgeilen. Du willst das gar nicht. Du irrst ab. Du traust dich nicht, deinen Wunsch auszudrücken. Es ist so, als wenn dir die Sublimation misslungen wäre. Jetzt willst du gleich die Befriedigung. Dabei waren wir daran, aus dem Begehren Kunst zu machen. Was du willst, hat sich um mehrere Ecken verschoben. Das kann es ja auch nicht sein.
2, wir gehen 2 Schritte vor. Draußen hinten. Jetzt in der Seite Anna, rechts, weiter und ein. Und zur Seite. 2 Schritte vor, kreuzen und wieder rechts. Wenn du nicht hergekommen wärst, wüsstest du nichts davon. Ich glaube, du brauchst jetzt einen doppelten Whisky. Ich bestell dir einen. Was tun die da eigentlich? Und wer ist das? Nach dem Don, lass dir ein bisschen Zeit. Dansez avec moi. Je vous en prie.
Adiós para siempre, decía su carta, yo sé que sos hombre y sabrás comprender. Te pido que nunca maldigas mi nombre, pensa que tu madre también es mujer. No sé por qué causa se fue de mi lado, no sé si es un sueño o si es realidad. Parece mentira que a veces la vida se ensañe con uno con tanta crueldad. Hoy solo lloro en silencio por ella, a cuesta llevando voy mi dolor, y el recuerdo del pasado se ha metido despiadado muy adentro del corazón. Quisiera encontrarle en mi camino, entonces pedirle una explicación, pero temo que me niegue y me diga es mentira, nada hubo entre los dos.